Wissen Sie, es ist sehr schön, über Musik zu reden, denn sie bestimmt ganz wesentlich unser Leben. Nietzsche sagt, ein Leben ohne Musik ist ein Irrtum. Man kann sich auch hinreißen lassen, ein Buch im Zusammenhang mit Musik zu schreiben, aber die Essenz unserer musikalischen Erlebnisse ist Live-Musik, handgemachte Live-Musik. Und so möchte ich mich bei den 3 Freunden bedanken, dass sie diesen Abend veredeln und adeln. Außerdem bedanke ich mich noch einmal für die Einladung zur heutigen Lesung meines Buches 50 Jahre Backstage. Eigentlich hatte ich vor, das ganze Buch zu lesen, aber meine Freunde, die Künstler, die ja Bühnenerfahrung haben, ich musste ja 76 Jahre warten, bis ich hier rauskommen konnte, aus der Backstage, wo ich mich wohlgefühlt habe. Die haben mir geraten, Fritz, du musst das vorbereiten. Timing. Also begab ich mich ins Schlafzimmer und habe das Buch laut vorgelesen. Und es dauerte 11 Stunden und 54 Minuten. Daher möchte ich um Ihr Verständnis bitten, dass ich meinen Vortrag etwas kürze und mir erlaube, Ihnen einige ausgewählte Stellen aus meinem Buch zu lesen und Ihnen einen Überblick über den Inhalt des Buches zu vermitteln. Im Jahre 2005 wurde ich 75 Jahre alt und beging am 2. Dezember den 50. Jahrestag meines ersten Konzertes als verantwortlicher Veranstalter. Ich war 50 Jahre lang angefangen mit Glenn Miller. Das waren Klänge, die das genaue Gegenteil zur bombastischen Musik der Nazizeit darstellten. Durch das Offbeat-Erlebnis wurde plötzlich auch mein ganzes körperliches System in einen anderen Rhythmus gebracht. Die zackige Marschmusik macht, dass sich die Schwachen noch schwächer und die Protzigen noch protziger fühlen. Im Swing-Jazz dagegen lernen die Lahmen zu gehen und die Schwachen holen tief Luft und schöpfen neuen Mut. Die Protzigen aber marschieren ins Leere. In dieser Situation also wurde ich nach Kriegsende durch den Swing Jazz neu geboren und an Körper, Geist und Seele entnazifiziert. Hinzu kam, dass der Jazz alles auf den Kopf stellte, was ich als Hitlerjungen in Sachen Übermenschentum und Rassendifamierung gelernt hatte. Der Jazz ist die Verkörperung der Freiheit und der Individualität, der Menschlichkeit, also genau der Gegensatz zu allem, wofür der Nationalsozialismus steht. Diese Entnazifizierung durch den Jazz bedeutet für mich eine geistige und seelische Wiedergeburt, doch war sie auch ein allmählicher Prozess, der sich über Jahre erstreckte. Jazz ist nicht schwarz und nicht weiß. Er ist eine Symbiose aus der afrikanischen Metrik und Rhythmik und der europäischen Melodik und Harmonik, entstanden als eine neue Weltmusik im amerikanischen Rassenschmelztiegel von New Orleans. Ich befasste mich während meiner Schulzeit in Ettlingen sehr intensiv mit der Geschichte des Jazz, dank Joachim Ernst-Behren, und kaufte mir Schallplatten, die ich mir sehr gern vom Mund abgespart habe. Nach dem erfolgreichen Abitur und der Aufnahme in die Studienstiftung des deutschen Volkes
begann ich mein Studium an der Universität in Heidelberg. Als ich dann dort Jura studierte, habe ich Freunde getroffen, mit denen ich mich immer weiter in die Welt des Jazz vertiefte. 1954 gründeten wir nach dem Vorbild der französischen Caveau, Keller, während des Krieges in Paris, in Heidelberg einen Existenzialisten- und Jazzclub, das CAF 54, La Cave, die Höhle. Das war im Grunde genommen eine Opposition gegen die Adenauer-Ära des Verdrängens und des Vergessens der Geschichte des Deutschlands vor dem Krieg. Wir wollten anders leben. Ich wurde Vorstandsmitglied und war 1955 so weit, mein erstes Konzert zu veranstalten. Vor meinem Konzert war die schwierigste Aufgabe, einen Geldgeber zu finden, da wir ziemlich mittellos waren. Schließlich hat uns ein Kinobesitzer, die waren damals noch wohlhabend, ein Darlehen über 5000 D-Mark, viel Geld 1955 gegeben, sodass wir alle Verbindlichkeiten hätten erfüllen können, falls das Konzert unerwartet ein Defizit ergeben würde. Der Geldgeber erhielt 80% des Konzertüberschusses. Dies wurde zu einem Grundprinzip meiner Arbeit als Tourneeveranstalter mein ganzes Leben lang, da ich immer dafür gesorgt habe, dass genügend Geld bereitstand. Viele Kollegen verlassen sich auf spekulative Einnahmen und das kann auf dem Rücken der Musiker und anderer Beteiligter schiefgehen. Zu meinem ersten Konzert hatte ich mein Idol, den Posaunisten Albert Mangelsdorff und die Frankfurt Allstars mit Emil Mangelsdorff, seinem Bruder, verpflichtet. Das Konzert war mit 1400 Plätzen zur Überraschung aller ausverkauft. Es war schon ein Akt von Größenwahn, in die Stadthalle mit 1400 Plätzen zu gehen, da damals der Jazz weitgehend, der deutsche Jazz weitgehend in Jazzkellern und Clubs stattfand, vor bescheidenen Besucherzahlen. Aber ich wollte ein Konzert. Und ich kann Ihnen sagen, dieser Ausverkauf, übrigens, das ausverkaufte Konzert ist der Orgasmus des Veranstalters. War nicht einfach. Wir haben Plakate gedruckt, wir haben Werbung gemacht, ich habe meinen Bäcker erpresst, ich kaufe keine Brezel mehr, wenn mein Plakat da nicht hängt. Und dem Metzger habe ich den Boykott von Würstchen angedroht. Aber trotzdem, Rückfragen bei den Vorverkaufsstellen ergab, dass es nicht lief. Also holte ich mir Päckchen für Päckchen die Eintrittskarten zurück und habe jeden angesprochen. Zunächst mit Vergnügen Studentinnen, ein netter Applaus, dann aber auch männliche Kommilitonen, schließlich Hausfrauen, Handwerker, den Trambahnschaffner beim Fahren. Und eine Grenze wurde mir nur gesetzt, als ich ins Kino ging. Und da lief der herrliche französische Film Fanfan la Tulipe mit Gérard Philippe und einer Gina Lollobrigida, die überirdisch war. Ein Filmkritiker schrieb, ihr Busen hing über der Leinwand wie eine Gewitterwolke über eine Landschaft. Und da saß man und haben gestanden. Ich aber wurde aktiv und habe dem Nachbarn zur Rechten und der Nachbarin zur Linken zu erklären versucht, wie toll das Posaunenspiel von Albert war.
Wachmeister. Und als ich auch nach vorne agierte und nach hinten, hat man mich rausgeworfen. Aber draußen, nach dem Kino, stand ich schon wieder mit meinen Karten. Ich glaube, dass viele mir die 6 Mark für eine Karte gegeben haben, ganz einfach, um mich loszuwerden. Der Konzertabend in der Stadthalle begann damit, dass die Frankfurter Musiker sehr spät ankamen, was mir mein ganzes Leben lang passiert ist, dass Musiker sehr spät ankamen. Und ich vor Nervosität völlig durchdrehte, was den armen Musiker ihr ganzes Leben lang passierte, dass ich durchdrehte. Außerdem hatte ich die unglückliche Idee gehabt, die Konzertansagen selbst machen zu wollen. Sie sehen, ein verhängnisvoller Drang zur Bühne, den ich mir erst mit 76 richtig erfüllen konnte. Das für mich bestimmte Mikrofon war das gleiche, über das auch Emil Mangelsdorf sein Altsaxophon spielen sollte und daher verhältnismäßig niedrig eingestellt. Es war mir leider unmöglich, das Ding in Mundhöhe und Richtung zu bekommen, sodass ich während des ganzen Konzerts meine Ansagen wie ein Fragezeichen über das niedrige Mikrofon gebückt sprechen musste. Hierbei verwechselte ich laufend die Namen der Musiker und redete auch sonst viel wirres Zeug. Das lag auch daran, dass ich mir zur Feier des Tages ein paar neue Schuhe geliehen hatte, die leider 2 Nummern zu klein waren, sodass meine Füße im Verlauf des Konzerts zum Bluten kamen. Aber die Veranstaltung war ein großer künstlerischer Erfolg. In den nächsten Tagen las ich in den Zeitungen begeisterte Konzertkritiken. Es wurde allerdings auch der unmögliche Ansager erwähnt, den man in Heidelberg nie mehr zu Gesicht bekommen wollte. Ich war der Meinung, persönlich total versagt zu haben und spielte mit dem Gedanken, meine Ambitionen aufzugeben. Schließlich ist ja der Beruf eines Amtsrichters in Husum auch etwas Ehrenwertes. Tatsächlich wurde aber gerade dieser Konzertabend zum Beginn meiner Karriere. Wenn ich an dieses Konzert zurückdenke, fällt mir ein Rocktitel von Cat Stevens ein. The first cut is the deepest. Der erste Schnitt geht am tiefsten. Ein richtiger Glücksfall in meinem Leben war die Begegnung mit einem Mann, dem mein größter Dank gebührt. Horst Lippmann. Er war nach dem Krieg Deutschlands wichtigster Jazzveranstalter geworden. Und er wurde mein Vorbild, mein Lehrmeister und mein Freund. Er war Gott sei Dank in Heidelberg und konnte mich beobachten. Auf die Musiker habe ich so gewirkt, dass Albert Mangelsdorf, den ich später jahrelang betreuen durfte, sagte, er hat noch nie so einen Schaftelhuber erlebt wie ich. Aber Horst Lippmann hat gesehen, mit welcher Geschwindigkeit in der Stadthalle ich herumrannte und er versuchte, alles durcheinander zu bringen. So rief er etwa 3 Monate nach dem Heidelberger Konzert mich an und fragte, ob ich als Kofferträger in die Tournee Jazz at the Philharmonic des großen amerikanischen Impresarios Norman Granz einsteigen wolle, sozusagen als Hiwi von dessen ebenfalls amerikanischem Tourneeleiter. Damit öffnete mir Horst Lippmann die Pforten zum Paradies, denn bald begegne ich nun Ella Fitzgerald, Oscar Peterson, Dizzy Gillespie und all den anderen, die ich wie Götter verehrte. Und ich durfte für meine Idole rennen und springen
und wurde so in der Tat anscheinend zum besten Kofferträger, den unsere Branche je erlebt hat. Es ist wichtig, dass wir jeden Job, den wir übernehmen, optimal ausführen. Ganz gleich, ob es der des Kofferträgers am Anfang der Karriere ist oder der des Unternehmers auf ihrem Höhepunkt. Norman Granz verpflichtete mich zu seiner nächsten Tournee mit dem wunderbaren Duke Ellington Orchestra. Der Einfachheit halber ließ er seinen amerikanischen Tourneeleiter zu Hause, sodass ich neben den Koffern auch noch die Verantwortung als Tourneeleiter tragen durfte. Und so wurde ich Tourneeleiter für all die großen Künstler, die Norman Granz über Horst Lippmann nach Europa brachte. Count Basie, Benny Goodman, Miles Davis, John Coltrane, Coleman Hawkins, Gary Mulligan, Lionel Hampton, Cannonball Adderley, Ben Webster, Sonny Rollins, Dave Brubeck, das Modern Jazz Quartett, Oscar Peterson Trio und immer wieder Ella Fitzgerald und andere. Hierfür zog ich von Heidelberg nach Frankfurt und gab mein Jurastudium auf. Denn im Kaff, in unserem Keller in Heidelberg, wurden die Nächte immer länger und die Vorlesungen am nächsten Morgen immer weniger. Neben meiner Tätigkeit als Tourneeleiter für Norman Granz wurde ich Konzertreferent der Deutschen Jazzföderation und widmete mich der Betreuung deutscher Jazzmusiker, insbesondere Albert und Emil Marisdorf und andere Künstler der deutschen Jazzszene. Gegen Ende der 3 Frankfurter Jahre wurde ich von einer wunderbaren Frau geheiratet. Ganz einfach geheiratet. Und 1958 kam unser Sohn Andreas Oskar zur Welt, benannt nach seinem Paten Oskar Peterson. Eigentlich habe ich ein Fahrrad gebraucht damals. Aber wenn meine Hildegard und ich uns tief in die Augen gesehen haben, kam ein Kind. Und es war nicht einfach. Aber wir haben es dazu bekannt und es hat uns Glück gebracht. Die wissenden Augen meines kleinen Jungen, das Kind ist inzwischen 58, und die Energie seiner Mutter Hildegard haben mich dazu veranlasst, an das verblasste Studium zu denken. Und plötzlich war ich nach einer Pause von 3 Jahren wieder an der Universität Heidelberg. Ich will Ihnen heute Abend in Pergorm gestehen, dass ich mehr Schiss vor meiner Frau hatte als vor jedem anderen. Und es nicht gewagt habe, nicht nach Heidelberg zu gehen. Dort habe ich also mein Studium fortgesetzt, aber gleichzeitig als Tourneeleiter weitergearbeitet. Auch als ich nach dem Universitätsexamen Gerichtsreferendar wurde, war bereits unsere Tochter Saskia geboren. Wir waren fruchtbar. Als Gerichtsreferendar wurde ich im Zweitberuf Tourneeorganisator für Horst Lippmann. Diese Doppelbelastung, Gerichtsreferendar und auf Tournee sein, sehr oft die Landgerichtsakten dabei. Und während Duke Ellington vorne gespielt hat, habe ich versucht, da irgendwie was draus zu machen. Aber es war nicht einfach. Es war eine schwere Zeit für mich, aber auch für meine Frau. Aber wider Erwarten bestand ich schließlich mein Assessorenexamen, sogar mit Prädikat, und war somit Volljurist. Ich erhielt das Angebot einer renommierten Anwaltskanzlei, dort als Junior einzusteigen und wurde auch als Rechtsanwalt zugelassen. Doch da bot mir Horst Lippmann, beraten von Norman Granz, die Partnerschaft in seinem Konzertbüro an. Ohne meine Frau hätte ich mein Studium nicht beendet. Ohne abgeschlossene Ausbildung zum Anwalt hätte niemand auf der Welt eine Veranlassung gehabt, mich zum Partner zu machen.
Denn wir hatten zwar dank meiner Frau keine Schulden, aber auch kein Geld. Aber Norman Grenz muss zu dem Horst Lippmann gesagt haben, du, der Fritz ist ein Beschüttener, aber den brauchen wir. Mach ihm ein Angebot. Aber es genügt nicht, dass er jetzt 100 Mark mehr kriegt. Mach ihm ein richtiges Angebot. Und so wurde ich Partner von Horst Lippmann und wir gründeten die Firma Lippmann und Rau GmbH und Co. KG. Diese Firma wurde für viele Jahrzehnte meine berufliche, künstlerische und politische Heimat. Gedanklich ist sie das auch heute noch. Bei der Gründung von Lippmann und Rau hatte ich zwar keine Schulden, war aber praktisch vermögenslos, was den sehr vermögenden Horst Lippmann jedoch nicht davon abhielt, mich zum 50-50-Partner zu machen. Dies war sicherlich im kapitalistischen System außerordentlich ungewöhnlich und mir persönlich sehr entgegenkommend. Ich hatte wirklich hart dafür gearbeitet, dass es so weit kam. Und nun war ich endlich da, wo ich immer hingewollt hatte und konnte meine ganze Kraft und Energie dem Konzertbüro widmen. Als Rechtsanwalt hätte ich davon gelebt, Prozesse zu führen. Jetzt leben wir gut davon, in einer sehr prozessfreudigen Branche, dank meiner Rechtskenntnisse, Rechtsstreitigkeiten frühzeitig zu vermeiden. Und die Welt hatte einen Rechtsanwalt weniger, was übrigens der Welt nicht geschadet hat, und einen erfolgreichen Konzertkartenverkäufer mehr. Den Mut, mit Horst Lippmann ein eigenes Konzertbüro zu gründen und den Anwaltsberuf aufzugeben, bekam ich durch die äußerst erfolgreiche Produktion unseres American Folk Blues Festivals, das wir von 1962 bis 1982 in regelmäßigen Abständen durch Produktionen von Horst Lippmann aus den Ghettos der Afroamerikaner in den USA in ganz Europa präsentierten und damit, wie heute immer mehr betont wird, die Entwicklung der internationalen Rock- und Popmusik stark beeinflusst. Das American Folk Blues Festival war eine Dokumentation authentischer Musik, der wir immer wieder das ganze Spektrum des schwarzen Blues von Folk Blues im Süden der USA bis zum Rhythm and Blues in der Southside von Chicago vorstellen. Und das mit den besten Blueskünstlern Amerikas, die wir sehr sorgfältig ausgesucht haben, die damals unbekannt waren und später, Gott sei Dank, weltweit bekannt wurden. Denken Sie an John Lee Hooker, Muddy Waters, Willie Dixon und so weiter. 1962 bei unserer ersten Europatournee mit dem American Folk Blues Festival gaben wir in England nur ein einziges Konzert, und zwar in der Free Trade Hall in Manchester. Zu dieser Veranstaltung war auch eine Gruppe etwa 20-Jähriger, komisch und wild aussehender junge Leute aus London angereist. Bitte bedenken Sie, ich war schon 32 und für diese Kerle war ich ein alter Mann, trau keinem über 30. Sie schafften es, bis zu den Künstlergarderoben der Bluesmusiker vorzudringen und hingen dann Backstage bei ihren Idolen herum. Und die Luft wurde immer süßer und die Getränke flossen. Es war eine Bombenstimmung, der ich mich gern angeschlossen hätte, aber ich musste doch eine Bluesrevue mit wechselnden Besetzungen auf die Bühne der Free Trade Hall in Manchester bringen. Unter diesen ungebetenen Besuchern der Backstage waren auch die damals völlig Unbekannten Mick Jagger, Keith Richards und Brian Jones.
die dann im gleichen Jahr, ein halbes Jahr später, eine Band namens The Rolling Stones gründeten. Benannt Rolling Stones nach dem Blues ihres Idols Muddy Waters, unseres Künstlers. Rolling Stones Blues. Und sie waren nicht die einzigen später weltberühmt gewordenen Musiker aus der Londoner Blues-Szene, die eigens nach Manchester gekommen waren. Erwähnt sei nur etwa Jimmy Page, der spätere Kopf von Led Zeppelin. Als wir dann unsere erste Rolling Stones Tournee in Deutschland veranstalteten, erzählte mir Mick Jagger, den ich dabei kennenlernte, dass ich ihn und seine Freunde in typisch deutscher Manier, die fucking Germans, mehrmals des Backstage-Bereichs verwiesen hatte. Ich habe sie hinten rausgeschmissen, sie kamen vorne rein. Und damit sich die Bluesmusiker auf ihr Konzert konzentrieren konnten. Mick Jagger sagte auch, dass er mich damals für ein riesen Arschloch gehalten hat. Aber gleichzeitig mit einem Lächeln sei er dankbar gewesen, dass wir seine Idole nach England gebracht haben. Nur die Engländer konnten nicht verstehen, warum ausgerechnet fucking Germans das erreicht haben. Beim nächsten American Folk Blues Festival im Folgejahr 1963 gab es in England und auf dem Kontinent schon etliche Blueskonzerte mehr. Sonny Boy Williamson machte uns, dieser herrliche Sänger und Mundharmonikaspieler, machte uns auf eine junge britische Bluesband von 17 bis 18-Jährigen aufmerksam, die sich The Yardbirds nannten. Horst Lippmann hörte die Band und war so begeistert, dass Lippmann und Rau gleich eine Live-LP produzierten. Sonny Boy Williamson and the Yardbirds live im Grand Daddy Club in Richmond bei London. Mit einem 17-jährigen Gitarristen namens Eric Clapton. Für Clapton, wie die Yardbirds, war es die erste Plattenaufnahme überhaupt. Und das ist immer der wichtigste Moment im Leben eines jungen Künstlers. Über die American Folk Blues Festivals begannen somit meine bis heute andauernden Freundschaften mit den Rolling Stones, Eric Clapton und anderen Rockgrößen, die jeweils eine jahrzehntelange Zusammenarbeit bei Konzerttourneen zur Folge hatten. Also auch hier. Am Anfang war der Blues. Am Anfang war die gemeinschaftliche Leidenschaft für diese Musik, die mich auch heute noch fasziniert. Am Anfang war die Musik der Blues und nicht das Geld. Das kam später, für die Rolling Stones nicht zu knapp. Als ich mich nach unserem großen Open-Air-Tournee 1982 im Kölner Müngersdorfer Stadion, das wir zweimal füllen konnten, genau wie das riesige Olympiastadion in München, mit den Worten "Thank you for trusting an old promoter", Sie sehen, wie kokett ich bin, von den Rolling Stones verabschiedet, gab mir Bassist Bill Wyman zurück "Thank you for trusting an old band". Das war 1982. Wie alt müssen die heute sein? Und Keith Richards fügte hinzu, "Don't forget, Fritz, we are just a suburban London Blues Band". Vergiss nicht, wir sind bloß eine Londoner Vorstadt Bluesband. In dieser scherzhaft dahergesagten Bemerkung steckt sehr viel Wahrheit. Die Rolling Stones befinden sich auf Welttournee und waren dieses Jahr in Deutschland. Und hier möchte ich auf etwas hinweisen, nämlich, dass unser Freund Hagenhoff 2 Rolling Stones Konzerte gesehen hat und für die Pellwormer Zeitung
einen Artikel verfasste, den ich für den besten Bericht über die Rolling Stones in allen Einzelheiten halte, die in diesem Jahr geschrieben wurde. Und dafür möchte ich ihm herzlich danken und sagen, dieser Mann hat auch Publikationen in bundesweiten Zeitungen verdient. Ich hoffe, dass Sie seinen Artikel gelesen haben. Nachdem in den 60er Jahren der Slogan galt, trau keinem über 30, Frank Zappa hat es gesagt und der hat gestaunt, wie schnell er 30 war, sollte man jetzt aber nicht unbedingt sagen, obwohl es mir einen Kacker juckt, trau keinem unter 60. Die neue CD der Rolling Stones, The Bigger Bang, steckt aber voller Rhythm and Blues. Und das, was sie auf der Bühne hier dieses Jahr gezeigt haben, ist vom Feinsten und vom Besten. Denn sie sind clean und weitgehend trocken. So, wie wir vom Jazz zum Blues gekommen sind, waren es Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre Blues und Rhythm and Blues, die Lippmann und Rau den Weg in den weiten Bereich der Rock- und Popmusik öffneten. Unsere jahrzehntelange Zusammenarbeit mit den Rolling Stones ist nur ein Beispiel von vielen. Daneben gab es zahlreiche Tourneen mit vielen großen Namen der Rockmusik, darunter The Who, Jimi Hendrix, Queen, Jethro Tull, The Mothers of Invention, The Doors, Janis Joplin, die Allman Brothers, Eric Burdon und viele mehr. All diesen Rockgruppen und Einzelstars ist gemeinsam, dass sie vom Blues herkommen und dass der Blues die wichtigste Inspiration ihrer Musik ist. Nach dem gleichen Produktionsschema wie beim American Folk Blues Festival haben wir in den 60er Jahren das Spiritual and Gospel Festival ins Leben gerufen, bei dem wir über Jahre hinweg Gospel- und Spiritual-Ensembles aus den nordamerikanischen Kirchen der Afroamerikaner in ganz Europa vorgestellt haben. Aus dieser geistlichen Musik entwickelte sich die Soul Music in einer Art Verweltlichung. Und statt Jesus hieß es Baby. Aber es war die gleichen Menschenliebe, die in dieser Musik zum Ausdruck kam. Ich habe viele Tourneen überziehen. Mit dem Genius of Soul, Ray Charles, leiden dürfen in Europa. Ich möchte Sie erinnern an den Film Ray, der letztes Jahr in den Kinos kam, den ich Ihnen nur empfehlen kann. Ray Charles hat beim Drehbuch vor seinem Tod mitgewirkt. Der Schauspieler war so genial, dass er den Oscar bekam. Aber die Musik, der Gesang, ist von Ray Charles. Lippmann und Rau veranstalten 1968 zum ersten Mal in Europa Aretha Franklin und machten zur gleichen Zeit James Brown, den Soul Brother No. 1, nach Europa, Wilson Pickett, The Wicked, und ab 1973 Ike und Tina Turner, als die beiden sich schließlich trennen mussten, hat Tina eine eigene Tournee gemacht unter ihrem Namen, aber die Deutschen hatten auf Argentina gewartet, sodass wir 400 oder 500 Leute in den Konzertsälen hatten, die aber ein faszinierendes Solokonzert von Tina Turner erlebten. Wir haben viel Geld verloren, aber Tina hat uns das nicht vergessen. Und dann kam Private Dancer, diese herrliche Langspielplatte. Und Tina wurde zum Superstar. Und nach 30 Jahren
Noch länger, nach 40 Jahren konnten wir sie zum Beispiel im Frankfurter Waldstadion vor 55.000 Leuten präsentieren und waren fasziniert von der Kraft dieser Frau, die sie aus ihrer religiösen Überzeugung bezieht und die, obwohl sie damals schon über 60 war, meines Erachtens für jede Frau und sogar für jeden Menschen die Angst vor dem Alter wesentlich mindert. Genau wie durch einen inzwischen 72-jährigen Udo Jürgens, den ich jetzt in aller Ruhe endlich mal von vorne bis hinten in seinem Konzert letztes Jahr erleben konnte, der in seinem Alter ein faszinierendes 2,5-stündiges Konzert abgab. Man kann am Kopf altern, aber nicht im Kopf. Und da haben wir eine ganz große Chance, dem Alter in Ruhe entgegenzusehen. Auch wenn es mir ab und zu schwer fällt. Unser Interesse an der authentischen Musik zumeist unterdrückter Minderheiten führte zu weiterer Dokumentation. Das Festival Flamenco Gitano mit der Tänzerin La Singla und einem blutjungen Paco de Lucia, der inzwischen ein Weltstar ist, produzierte Horst Lippmann jahrelang in den Ghettos der spanischen Gitanos, und Lippmann und Rau präsentierten erfolgreich die Programme in nahezu allen europäischen Ländern. In Südamerika produzierten wir ein Festival Bossa Nova do Brasil als Dokumentation der alternativen Volkskunst Brasiliens, Macumba, Samba, Bossa Nova, Canções etc. Und in Argentinien das Festival Musica Folklorica Argentina, auf dem unter anderem die Missa Criolla von Ariel Ramirez aufgeführt wurde, eine kirchliche Messe, die Elemente der Indio-Musik aufgreift. Hierbei entdeckte Horst Lippmann die blutjunge Mercedes Sosa, die von uns erstmalig nach Europa gebracht wurde. Es kam auch zur Präsentation eines Festivals Tango Argentino mit Astor Piazzolla, das wir dann nach Europa brachten. Sehr wichtig war für uns auch das Festival of American Folk and Country Music 1966, bei dessen Produktion wir mit Pete Seeger, wie Shalom kam, sowie mit dessen Bruder Mike von den New Lost City Ramblers zusammenarbeiteten. Bei diesem Festival war nicht die Country Music aus Nashville, sondern die amerikanische Volksmusik proletarischen Ursprungs, also das weiße Gegenstück zum schwarzen Blues, im Vordergrund und damit zugleich die Musik von Leuten wie Pete Seeger, wie Guthrie und anderen, die dann die Vorbilder von späteren Weltstars der Folkmusik wurden, wie etwa Bob Dylan, John Baez, Arlo Guthrie und anderen. Also auch hier wurde unsere jahrzehntelange Zusammenarbeit mit diesen Künstlern begründet durch eine gemeinsame Liebe, ein gemeinsames Interesse für Musik, hier für Folkmusik. Eine schöne Bestätigung der Bedeutung unserer Arbeit fand sich 1966 in Form einer Kontaktanzeige in der Frankfurter Rundschau. Studentin, 25 Jahre, Lippmann und Rau-Typ, sucht Freund. Nehme an, sie war erfolgreich. Und da haben wir zum ersten Mal kapiert, dass wir nicht umsonst gearbeitet haben. Wir haben eine Szene geschaffen.
Das war für mich die höchste Auszeichnung, die wir je erhalten haben. Und ich bin so erschüttert davon, dass ich jetzt unsere Musiker für ein kleines Zwischenspiel auf die Bühne bringe. Ein Song, der in die Jazzliteratur eingegangen ist. Das hat mir heute Abend diese Performance sehr gefallen. Ein sehr wichtiges Kapitel meines Buches trägt die Überschrift Woodstock und die Folgen. Open-Air-Konzerte in Deutschland. Hierbei befasse ich mich eingehend mit dem Phänomen der Open-Air-Konzerte vor einer Besucheranzahl von bis zu 100.000 Menschen und mehr. Und da gehe ich auf Einzelheiten der amerikanischen Open-Air-Festivals in Woodstock und Altamont ein und insbesondere die Open-Air-Produktion von Wittmann und Rau ab dem Jahr 1976. Zuvor muss ich Ihnen etwas gestehen. Nach Woodstock 1969 brach eine Hysterie für Open Air aus, weltweit. Aber ich war sehr skeptisch gegenüber Open Air Konzerten. Da ich ein etwas furchtsamer Mensch vom Land bin und das Wetterrisiko und andere Risiken scheute. Never rains in Southern California. Aber es regnet ab und zu selbst in Penn. Was geschieht, wenn es unendlich regnet? Was geschieht, wenn 100.000 Leute anfangen, die Bühne abzubauen?
Was geschieht, wenn ein Soundtower, ein Turm, auf dem die Musik, die Boxen stehen, die den Ton übertragen, plötzlich umfällt oder umgeworfen wird, weil ja manche Besucher darauf geklettert sind? Ich habe gesagt, wir haben genügend große Hallen und da kann man schöne Konzerte machen. Also wäre beinahe der Zug ohne uns abgefahren und der immer wichtiger wird. Und da hatten wir 1976 die Ehre und das Vergnügen, die Europas-Tournee der Rolling Stones organisieren zu dürfen. Nach Beginn der erfolgreichen scheinenden Tournee, die auch wirklich toll erfolgreich war, kam Mick Jagger auf eine Idee. Ich wurde informiert, Mick wants to talk to you. Und ich, ach, oh lieber Gott, was hat er denn jetzt wieder zu meckern? Weil wenn ich zu ihm gebeten wurde, habe es Probleme. Ich gehe also hin, mürrisch, und traf einen leutseligen, liebenswerten Mick. Der Kerl kann sehr liebenswert sein. Und der sagt mir dann, Fritz, I got an idea. Lass uns diese Tournee, die sehr schön zu werden verspricht, durch ein fantastisches Open-Air-Konzert in einem Stadion beschließen. Und ich wollte sagen, nein Mick, das ist not my cup of tea. Vergiss nicht, das ist mir alles zu risikoreich. Stattdessen höre ich mich aus meinem Mund sagen, oh, why not? Ich gestehe Ihnen eine Charakterschwäche, die mich noch mehrmals befallen hat. Aber merkwürdigerweise kann man auch, wenn man nicht den Mumm hat, seine Meinung zu sagen, sondern auf den Mick Jagger hört, plötzlich einen Fehler vermeiden, nämlich an den Open-Air-Ereignissen vorbeizugehen. Petra Kelly, die ich sehr verehre, hat mich einmal auf einen Spruch von Lord Byron aufmerksam gemacht. Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Und das ist dann in dem Moment. Aber man darf nicht unvorbereitet da in dieses Abenteuer gehen und sich auf den lieben Gott verlassen. Der hat ganz andere Dinge zu tun, als für unser gutes Wetter und anderes zu sorgen. Sondern ich hatte ja noch etwas Zeit, an 3 Wochenenden nach Kalifornien zu meinem Freund Bill Graham, der beste Open-Air-Produzent war. Leider tödlich verunglückt, und bat ihn um Hilfe. Er ließ mich in die Backstage und ich sage Ihnen, ich habe die wirkungsvollste Backstage-Spionage durchgeführt, die Sie sich vorstellen können. Ich habe Blatt um Blatt beschrieben, habe alle interviewt. Einige Mitarbeiter von Bill Graham rannten auf die Toilette, wenn sie mich kommen sahen. Aber auch Bill gab mir Eizes, wie er sagt, also sehr gute Hinweise, sodass wir in der Lage waren, das Open Air der Rolling Stones, den Tourneeabschluss im Stuttgarter Neckarstadion, wie es damals hieß, vor 64.000 Menschen erfolgreich zu absolvieren. Und so bekam ich Mut und Lust zu weiteren Open Air. Da war beispielsweise dann 1957 waren wir zum ersten Mal auf dem Nürnberger Reichsparteitaggelände, da es uns darum ging,
diesen Ort des Unheils zu motivieren. Und das Konzert war interessant auch für sie, denn unter anderem spielten Santana, Chicago, aus Irland holten wir Thin Lizzy und Rory Gallagher, leider verstorben, den ich sehr verehre. Und Deutschland wurde vertreten durch Udo Lindenberg und Lake. Also Pellworm war damals schon ganz heftig in mir, als es Open Air ging. Und da spielten wir nicht nur in Stuttgart Samstag, sondern sonntags auch noch in Karlsruher Wildparkstadion. Und da waren also über 60.000 in Nürnberg und 40.000 in Karlsruhe. Und Lake hat sich mit eurem Landsmann Detlef Petersen, der ja der wichtigste Mann für Lake war, ganz hervorragend geschlagen. Aber der Höhepunkt Open Air war das Konzert mit Bob Dylan und Eric Clapton auf diesem Reichsparteitag. Ich war in Amerika, da ich die Ehre hatte, die Bob Dylan Europa-Tournee 1978 organisieren zu dürfen. Ich habe mit seinem Manager alle Einzelheiten tagelang bearbeitet. Und plötzlich steht Bob Dylan vor mir. Bob Dylan stand da. Wenn Jesus gekommen wäre, hätte ich mit dem über die Bergpredigt diskutiert. Ja, bei Bob Dylan war ich sprachlos. Und dann hat er mich angesprochen. Und war plötzlich ganz menschlich. Und dann habe ich Mut gefasst und ihn auf Nürnberg aufmerksam gemacht, ob wir das nicht knacken sollen. Und ich habe angesetzt, alles zu erklären. Dann sagte mir, Fritz, you know Leni Riefenstahl? Und ihr Film vom Reichsparteitag, Triumph des Willens, Triumph of Will, der hatte das Video zu Hause. Und er war ja an der Geschichte seines Volkes sehr interessiert und wusste Bescheid und war begeistert. Und wir waren dort. Es kamen 80.000 Menschen, ausverkauft. Hat überall in Deutschland geregnet, aber nicht auf dem Platz des Reichsparteitags geregnet. Und als Bob Dylan gegen Abend auf die Bühne kam, da brachen die Gewitterwolken auseinander und die letzte Sonne schien auf sein Gesicht. Ich war so erschlagen, dass ich mir fest vornahm, am nächsten Sonntag in die Kirche zu gehen und dem Herrgott zu danken. Aber ich hatte dann wieder was anderes zu tun. Ich hole das zur Zeit nach. Ich gehe sonntags in die Kirche, weil es die beste Art und Weise ist, die Woche zu beginnen. Und danke natürlich jeden Sonntag dem Herrgott, dass er damals den Regen vermieden hat. Das war also Open Air vom Feinsten. Wir haben dann später auch in Nürnberg ein Who Open Air gemacht. Mit AC/DC, den Scorpions im Vorprogramm. Das war unglaublich. Aber dazwischen Miriam Makeba mit ihrer afrikanischen Familie. Ganz bedeutend waren zwei Open Airs in Ulm auf der Donauinsel vor 60.000 und im Fußballstadion in Kaiserslautern, wo ich John Baez zwischen Frank Zappa, The Mothers of Invention, und Genesis platziert habe. Und sie war der Höhepunkt. Die Leute wollten sie nicht mehr von der Bühne lassen. In meinem Buch durfte ich ein Kapitel der John Baez Biografie abdrucken, die in Deutsch erschienen ist und wo sie ihre Eindrücke schildert.
hochinteressant. Ein besonders interessantes Kapitel des Buches sind die Rocklegenden mit Backstage-Geschichten. Da lasse ich die Wutz raus. Von Frank Zappa, Jimi Hendrix, Jethro Tull, The Doors, Janis Joplin, Emerson, Lake und Palmer, Bruce Springsteen, Queen, Santana, Simon & Garfunkel, Tina Turner, The Eagles, herrlich, Paul McCartney, Prince, Rod Stewart, Al Jarreau, Stevie Wonder, Miles Davis und John Coltrane und so weiter. Und hieraus, von den vielen Anekdoten und Geschichten, die in diesem Buch stehen, möchte ich doch einige zu Gehör bringen. Vor allem eine sehr liebenswerte Anekdote zu Jimi Hendrix. Begegnung mit Jimi Hendrix war ein ganz wichtiger Moment in meinem Leben. Ich durfte alle seine Konzerte, 69 und 70, beiden Jahre, wo er hier war, veranstalten. Und habe einen Musiker gefunden, der aus dem Blues kam und der mich ungeheuer beeindruckte. Habe ihn auch bei jedem Konzert begleitet und die herrlichsten Konzerte erlebt, mit die herrlichsten Konzerte meines Lebens. Nach dem Frankfurter Konzert hatten wir einen freien Tag. Im Einverständnis mit meiner Frau Hildegard lud ich Jimi in unser Haus nach Oberossel ein. Dort erlebten meine damals 11 und 9 Jahre alten Kinder Andreas und Saskia die wahrscheinlich schönste Märchenstunde, die je ein deutsches Kind genießen durfte. Jimi, der in meiner Wohnung voller Freude die Blues-Schallplatten, produziert von Horst Lippmann auf L&R, Lippmann und Rau Records, entdeckt hatte, gab den Kindern und uns eine wunderbare Einführung in seine Welt des Blues. Wenn beispielsweise Muddy Waters auf der LP zu hören war, lauschte er hingebungsvoll und sprach in leiser Stimme mit ihm. Ich weiß, dass meine Kinder tief beeindruckt waren. Trotzdem spielte meine etwas hibbelige Tochter Saskia am Vogelkäfig ihres Wellensittichs herum. Denn auch er sollte natürlich den Blues hören. Plötzlich ging das Käfigtürchen auf und der Vogel flog pfeilgerade in die Haarpracht von Jimi. Vor Schreck saß ich wie versteinert da. Aber Jimi holte mühselig den Vogel aus dem Haarschopf heraus und sagte nur, "Let him be, maybe he likes the blues as well." Er wurde zum wertvollen Freund. Sein Tod 1970 hat mich sehr stark berührt, als hätte ich einen Bruder verloren. Er war ein Ikarus des Blues, der in die Sterne flog und sich an der Sonne verbrannte. Ein absoluter Höhepunkt meiner Arbeit war die Begegnung mit Bruce Springsteen, den ich für den wirkungsvollsten Open-Air-Künstler halte. Überhaupt. Bruce Springsteen und seine E-Street-Band kamen von Paris nach Hamburg geflogen. Ich fuhr zum Flughafen, um alle zu begrüßen, aber Bruce war nicht da, weil ihn Verhandlungen mit der Schallplattenfirma in Paris aufgehalten hatten. So machte ich mich noch einmal auf den Weg zum Flughafen. Man hatte mir gesagt, dass Bruce keine Luxuslimousine wünsche, sondern sich in einem Kleinbus wohler fühlte. Das war natürlich Balsam auf mein Herz, das ich von einer schwäbischen Mutter hatte. Also hatte ich einen VW-Bus besorgt, mit dem wir vom Flughafen zum Hotel fuhren. Während der Fahrt erzählte mir Bruce, dass die Gespräche in Paris und insbesondere
das super lange Luxusdinner in bester französischer Küche, Cuisine Nouvelle, für ihn sehr anstrengend gewesen sei. Und das Essen habe ihm nicht wirklich geschmeckt. Er sagte, Fritz, these were paintings, no food. Gemälde. Plötzlich bat er uns anzuhalten. Er hatte ein McDonald's entdeckt und strahlte übers ganze Gesicht. Fritz, let's go. Wir stellen uns an der Theke an und jeder orderte einen Viertelpfünder und einen Softdrink. Wir verspeisten unsere Hamburger und Bruce war glücklich. Nach dem Essen forderte er mich auf, mit ihm den Tisch zu reinigen und den Abfall zu beseitigen. Dann setzten wir die Fahrt fort und Hamburg erlebte eines der besten Konzerte, die je im Kongresszentrum Hamburg stattfinden. Und da sehen Sie, die Künstler, die sich jahrzehntelang an die Spitze arbeiten und dort sich halten, können das nur, wenn sie sich selbst treu bleiben. Und Bruce Springsteen ist sich treu geblieben, auch menschlich. Ein weiterer Höhepunkt unserer Arbeit waren die Konzerte mit Queen. Wir haben mit Queen begonnen in Frankfurt, im Palmengarten, vor 800 Leuten, und es war ein Riesendefizit, obwohl Bohemian Rhapsody schon auf dem Markt war. Nach 11 Jahren guter Zusammenarbeit und gemeinsamer Aufbauarbeit hatten wir dann beim letzten Queen-Konzert mit Freddie Mercury vor seinem Tod im Mannheimer Rosengarten 68.000 Besucher. Das war der Weg von Queen. Während eines Konzerts auf einer Tournee in der Berliner Deutschlandhalle zog sich der großartige Sänger Freddie Mercury kurz vor der Pause bei einem meinen erachtens überflüssigen Sprünge eine Verletzung des Fußgelenks zu. Der Knöchel schwoll gleich stark an, aber trotz seiner Schmerzen hielt Freddie Mercury bis zum Ende der ersten Konzerthälfte, die Gott sei Dank kurz bevorstand, durch. In der Pause empfahl uns der Konzertarzt, das Konzert abzubrechen und die Besucher nach Hause zu schicken. Und ich ging zu Freddie und sagte, Freddie, hast du Schmerzen? Ja. Jetzt? Na, easy, man saß ja auch. Wir sagen das Konzert ab, wir holen es nach. Deine Gesundheit, dein Wohlbefinden geht vor. Aber er weigerte sich und bestand auf der zweiten Konzerthälfte. Er sagte mir ganz einfach, we must not fool the people. Wir können das Publikum nicht im Stich lassen. Denn er wusste, wem er alles verdammte in seinem Leben. Was ja sehr glamourös war, aber er wusste, es sind die Leute, die Eintrittskarten kaufen, Schallplatten, die ihm alles ermöglichen. Denn die Kulturpflege der öffentlichen Hand hat anderes zu tun. 8 Millionen Zuschuss für die Wagner-Festspiele, damit die Familie Wagner ihre Intrigen zauberhaft darstellen kann. Von Steuergeldern dafür wird dann der Musikunterricht in bayerischen Schulen, wo ich auch 2 Enkelkinder habe, weitgehend gestrichen. Aber wir wissen, was wir dem Publikum schulden. Und er ging auf die Bühne. Zunächst saß er auf dem Stuhl, stand er auf. Aber die Leute, die man natürlich informiert hat, haben ihn getragen durch ihren Beifall, durch ihre atemlose Stille. Sie haben begriffen, was da vor sich ging. Sehen Sie,
Das ist Rock'n'Roll vom Feinsten. Ich werde den leider verstorbenen Freddie Mercury nie vergessen, dass er unser Konzert gerettet hat und vor allem für alles, was er getan hat. Er und Queen werden immer in meinem Gedächtnis bleiben. Ein ganz besonderes Erlebnis waren die Konzerte mit Prinz, dem extravaganten Dandy, der auch auf der Bühne eine wahre Rock-Extravaganza zum Besten gegeben hat. Prinz hat hervorragende Songs wie etwa Purple Rain geschrieben und seine Musik zeichnet sich ganz ähnlich wie die von Michael Jackson durch einen kreativen Umgang mit der vielfältigen Tradition der afroamerikanischen Musik von Jazz und Swing bis Blues und Gospel aus, die in seinen Songs immer wieder lebendig wird. Ich habe mit Prinz mehrere Tourneen machen dürfen, hatte dabei stets mit seinem sehr tüchtigen Manager Stephen Fagnoli zu tun. Der Star selbst schottete sich immer ab, sodass ich keine Gelegenheit hatte, mit ihm zu kommunizieren. Sie sehen, auch mir waren Grenzen gesetzt. Nach einem Konzert in Hamburg gab er auf Veranlassung der Plattenfirma im Hotel Atlantik einen Empfang für die Medienpartner. Es war schon merkwürdig anzuschauen, wie Prinz dastand und die in einer langen Reihe aufgestellten Journalisten kurz zur Audienz empfing. Da bekam ich Mut und gliederte mich in die Menschenschlange ein. Als ich vor dem Meister stand, lachte sich Stephen Fagnoli halb tot und rief: Prinz, this is Fritz Rau, our tour promoter. Dies zauberte selbst auf das coole Gesicht von Prinz ein leises Lächeln. Ich aber war glücklich, da ich seinen Händedruck verspürt hatte, und natürlich beschloss ich, meine Hand nun eine längere Zeit nicht mehr zu waschen. Seit Mitte der 70er Jahre habe ich mich zunehmend der engen Zusammenarbeit mit deutschen und deutschsprachigen Künstlern gewidmet, darunter auch Lake, Udo Lindenberg. Die beiden Höhepunkte hierbei waren Udo Lindenberg und Peter Maffay. In den 50er, 60er, 70er Jahren haben wir alles, was es an der Welt an Schönem, für uns Schönem, Hörbaren, Gewaltigen, Wertvollen gab, versucht nach Deutschland zu bringen. Wir haben dabei insbesondere im Umgang mit den Superstars und ihren großen Produktionen sehr viel Know-how für meine Mitarbeiter und mich erworben. Und dieses Know-how brachten wir ab den 70er Jahren für deutsche Künstler, um mitzuhelfen, sie zu entwickeln. Heute sind Open-Air-Konzerte von Grönemeyer oder Maffay. Mit Maffay haben wir bei einer Tournee 5-mal Bad Segeberg gespielt. Übrigens, das erste Konzert in Bad Segeberg habe ich mit Carsten Janke, unserem Hamburger Partner, präsentiert und produzieren dürfen. Das war Santana, Country Joe McDonald und wer noch? Lake. So kam es zu einer wunderbaren Zusammenarbeit mit Udo Lindenberg und Peter Maffay. Zu beiden Künstlern habe ich im Buch in umfangreichen Kapiteln unsere sehr enge Zusammenarbeit detailliert beschrieben, insbesondere die Rockrevuen mit Udo Lindenberg, wie zum Beispiel die Trönland-Sinfonie mit Peter Zadek als Regisseur. Übrigens hat mich gestern Udo angerufen, ich sagte, ich bin in Pellworm. Und ich glaube, war für ihn ganz interessant, was ich ihm sagte. Eine Alternative zu Sylph. Und dann sage ich, ja, und Pellworm
ist die Heimat unseres Detlef Petersen. Man sagte, was, Detlef wohnt da, da muss ich hin. Denn Detlef Petersen hat immer wieder Lindenberg-Lieder komponiert. Die sehr erfolgreiche Schallplatte Odyssee wurde durchgehend von Detlef komponiert und arrangiert. Das war für mich interessant. Jetzt habe ich vor der Familie noch mehr Respekt. Ein Glücksfall in meinem Leben war die Zusammenarbeit mit Peter Maffay, insbesondere bei der sehr aufwendigen und geglückten Live-Produktion von Tabaluga und Lili. The Making of Tabaluga und Lili, unserem kleinen grünen Drachen, wird im Detail behandelt. Heute Abend möchte ich Ihnen einen interessanten Ausschnitt daraus vortragen. Wir haben mit der renommierten englischen Produktionsfirma Fisher Pike verhandelt. Und die vorgeschlagene Kalkulation, nachdem sie sich das alles überlegt hatten, hat uns umgehauen. Denn wir sollten 20 Millionen D-Mark bezahlen für die technische Produktion, ohne die Künstlerhonorare und ohne die örtlichen Kosten. Dies übertraf alle unsere Befürchtungen und erweckte in uns den Eindruck, dass Tabaluga und Lili wegen der hohen Kosten nicht verwirklicht werden können. Und daher kam es im September 1993, nachdem wir schon über ein halbes Jahr daran gearbeitet haben, zu einer schweren Krise. Ich hatte mich ein Jahr lang während der Woche in Tutzing bei Peter Maffay aufgehalten, da mir eine solche aufwendige Produktion nur gemeinsam Seite an Seite gestalten konnte. Aber über das Wochenende fuhr ich nach Bad Homburg, wo ich nach wie vor wohne. Als ich mich nach einem quälenden, verzweifelnden Wochenende, nächtelange Kalkulationen, wo können wir sparen, was können wir machen, am Montagmorgen wieder auf den Rückweg machte, war in mir ein Entschluss gereift. Vor meiner Abreise aus Bad Homburg informierte ich meine Frau von meiner Entscheidung. Ich würde Peter Maffay vorschlagen, die Produktion Tabaluga und Lili abzusagen. Meine Frau drückte mir den Daumen mit einem etwas skeptischen Gesicht für meine peinliche Mission. Auf der Fahrt nach München legte ich mir immer wieder die Formulierungen zurecht, mit denen ich Peter Maffay gegenübertreten wollte. Bereits im Taxi vom Bahnhof Tutzing zu Maffays Büro brach mir der Schweiß aus. Dann stand Peter mit verschränkten Armen und sehr ernstem Gesicht vor mir. Das war noch nicht schlimm, denn er stand ja immer mit verschränkten Armen und sehr ernstem Gesicht vor mir und sagte, Fritze, wie steht's? Und plötzlich, also ich wollte ihm sagen, Peter, let it be. Wir bringen uns um, denn Peter Maffay war mit dabei. Hat keine Garantie verlangt. So was Tolles kann man nur machen, wenn Veranstalter und Künstler zusammen sind. Muss sie auch sein Geld schützen. Peter, let it be. Stattdessen, und jetzt erinnere ich Sie an das Rolling Stones Gespräch mit Mick Jagger, hörte ich mich zu meinem Entsetzen sagen, es ist alles sehr schwierig geworden. Wir müssen von den Kosten runter, aber wir können doch den kleinen grünen Tabaluga nicht im Stich lassen. Sie sehen, wieder eine Glanzleistung meines schwachen Charakters. Wir haben schon Monate hinweg so viel Herzblut in die Vorbereitung gesteckt. Peter Maffay schaute mich ruhig an und antwortete, wenn du meinst, Fritz, machen wir halt weiter. Dann war ich in der Falle.
Später, nach der erfolgreichen Premiere von Tabaluga und Lili am 10. März 1994 in der Frankfurter Festhalle, war ich voll des Glücks und des Alkohols und bekam Mut, Peter Maffay meine ursprüngliche Absicht vom September zu beichten. Als ich ihm berichtete, entschlossen gewesen sein, aufzutreten und Tabaluga und Lili abzusagen, gestand mir Peter seinerseits, dass er an jenem Septembermorgen gar nichts anderes erwartet und eigentlich auch erhofft hatte. Auch er habe keine Möglichkeit mehr gesehen, die Finanzierung zu sichern. Aber mein Optimismus habe ihm geholfen, einer Fortführung unserer Arbeit zuzustimmen. Wir waren beide Feiglinge gewesen, die nicht den Mut hatten, dem anderen eine Enttäuschung zu bereiten. Glücklicherweise hat unsere Feigheit schließlich zu einem der größten Erfolge im künstlerischen Leben Peter Maffays geführt und vor allem mir als ein Co-Produzent die erfolgreiche Verwirklichung eines Projekts ermöglicht, das ich im Nachhinein als das wichtigste berufliche Ereignis meines Lebens bezeichnen möchte, was mein persönliches Involvement betrifft. Tabaluga und Lili wurde zu einer eigenständigen Produktion made in Germany auf multikultureller Basis. Den Engländern haben wir auf Wiedersehen gesagt und haben die Sache selbst produziert. In Frankfurt haben wir mit den beiden Tabaluga-Produktionen 27 Mal die große Festhalle ausverkauft. 7000 Plätze. In den anderen Städten wie in Dortmund und so weiter war es nicht anders. Es ist uns gelungen, die ursprünglich genannten technischen Produktionskosten der Engländer von 20 Millionen Mark auf 10 Millionen Mark, immer noch viel Geld zu senken. Hierbei spielten unsere technische Leiter Bernie Häfner und Günter Jeckler eine hervorragende Rolle und vor allem meine jahrzehntelange Kostenüberwacherin Heidi Jung, die seit nahezu 40 Jahren auch heute noch dafür sorgt, dass ich nicht verarme. Sie sehen, Feigheit kann manchmal ganz nützlich sein. Man muss nur versuchen, das Unmögliche zu wagen, um das Mögliche zu erreichen. Zum Abschluss meines Vortrages möchte ich Sie auf ein wichtiges Kapitel meines Buches hinweisen, die ich aus Zeitgründen heute nicht vortragen kann. Hierzu gehört Mama-Konzert zum Rau, hierbei handelt es sich um die interessante Fusion von Wittmann und Rau und Mama-Konzerts und die Zusammenarbeit mit Marcel Afram, inklusive seiner Verhaftung und Gefängnishaft wegen Steuerhinterziehung zugunsten seiner Künstler, nicht eigener Steuer, deren Folgen nicht genau schildern. Ein nächstes Kapitel lautet Demokratische Mosaikkultur, in welche ich meine Mitarbeit beim Bundestagskampf der Grünen 1983 beschreibe und unsere Konzertproduktion Künstler für den Frieden, Künstler gegen Atomwaffen, Künstler gegen Atomraketen sowie Künstler für den Ausstieg aus der Kernenergie. Denn hier handelt es sich um Anliegen, die die ganze Menschheit betreffen. Und ich betrachte Künstler als Menschenanwälte gegen alle Staatsanwälte, die es geben mag. Außerdem behandle ich meine Arbeit als Tourneeleiter der sehr wichtigen Tournee mit Marlene Dietrich 1960 sowie meine zahlreichen Tourneen mit Nana Mouskouri und anderen deutschsprachigen Unterhaltungsstars. Internationales Entertainment beschreibe ich in der Zusammenarbeit mit Nat King Cole, Shirley MacLaine, Neil Diamond, Diana Ross, Roger Whittaker, Tom Jones und Engelbert Humperdinck, sowie The Manhattan Transfer aus Kalifornien, Charles Aznavour,
aus Frankreich, den Flamenco-Gitarristen Manitas de Plata und der unverwüstlichen Bette Midler, die ich besonders liebe. Und insbesondere aber die Zusammenarbeit über viele Tourneen mit Johnny Cash und seiner Frau June Carter. Zu Beginn des Jahres wurde ein Film, Walk the Line, seine Lebensstory, gezeigt. Ich kann Ihnen nur raten, schauen Sie sich an. Vielleicht gibt ihn schon bei DVD. Das ist kein Hollywood-Kitsch, genauso wenig wie der Film Ray. Das ist ein Einblick in unsere Realität. Wir haben auch vor dem Zusammenfall der Mauer den Chor der Roten Armee, das Alexandrow-Ensemble, mit 200 Soldaten, die das Feinste waren, und die Original-Don-Kosaken aus Rostow in Deutschland vorgestellt. In meinem Buch steht auch die Laudatio, die ich im Kaisersaal des Frankfurter Römers zum 50. Jubiläum der Bergelhaus-Jazzband, die ich sehr schätze, halten durfte. In einem Plädoyer für den Begriff der Unterhaltungskultur beziehe ich eine kulturpolitische Position zur Überwindung der verhängnisvollen Trennung von ernster und Unterhaltungsmusik. Dem heiklen Thema Rockklassiker oder Rock-Oldies habe ich gleichfalls ein Kapitel gewidmet und schließlich auch der Entwicklung unserer Branche vom biederen Konzerthandwerk vor 50 Jahren zur heutigen Unterhaltungsindustrie. In einem Nachwort widme ich mich dem schwierigen Spagat zwischen Beruf und Privatleben eines Konzertveranstalters. Der Abschluss meines Buches lautet: Ich befürchte, dass nach meinen Kindern auch meine Enkelkinder keine Lust verspüren werden, in unsere doch etwas familienfeindliche Branche zu arbeiten. Ich freue mich, Sie so oft wie möglich zu sehen, hoffentlich nächstes Jahr auch in Belvoir, und Ihren Lebensweg zu betrachten. Es gibt doch tatsächlich auch ein Glück außerhalb der Konzertbranche. Der massenhafte Verkauf von Eintrittskarten ist nicht das Maß aller Dinge. Wer aber von Ihnen trotzdem in unser Geschäft einsteigen möchte, ist herzlich willkommen. Er geht einen harten, aber sehr interessanten Weg und kann eine verantwortungsvolle und wichtige Arbeit als Kulturschaffender leisten. Möge ihm dieses Buch helfen, einige Orientierung zu finden. Ich aber kann nach 50 Jahren zurückblickend sagen, dass der Beruf eines Tourneeveranstalters und Konzertproduzenten mein Traumberuf war und mich in allem voll befriedigte. Dieser Beruf bescherte mir ein hartes, arbeitsintensives, aber auch reichhaltiges Leben, von dem ich keinen Tag der 50 Jahre missen möchte. Dies war nur möglich durch meine Partner, durch das Verständnis meiner Familie, vor allem auch durch meine Mitarbeiter, von denen ich sehr viel verlangte, aber keineswegs mehr, als ich mir selbst abforderte. Mein Dank gilt auch den Künstlern, die mir ihr Vertrauen schenken und meine Lebenserfahrung bereichert haben, sowie vor allem den Besuchern unserer Konzerte, die durch den Kauf von Eintrittskarten alles finanzieren und unsere Veranstaltung so erst ermöglichen, da wir von der Kulturpflege des Staates kaum betreut wurden, sondern höchstens als Zahler von Abgaben und Steuern willkommen waren. Mein Buch möge dazu beitragen, die kulturellen Institutionen mit der Wertigkeit unserer Unterhaltungskultur bekannt zu machen. Und jetzt bitte ich unsere 3 Musiker, diesen Abend mit einem musikalischen Vortrag zu beschließen.
Die werden doch mit Handgedanken. Klasse. Ja, wir wollen geklatscht wird, sofort mindestens. Und das will ich euch auch bitten, aber vorher möchte ich auch noch eine winzige Zugabe. Ich beziehe mich hier auf eines der wichtigsten Ereignisse meines Lebens, die Europatournee mit Marlene Dietrich 1960. Da war ich nicht Unternehmer, das war Norman Krenz, aber ich war der Tourneeleiter. Es war eine sehr schwierige Tournee. Im Ausland Triumph, in Deutschland wird sie boykottiert. Man hat ihr verübelt, dass sie amerikanische Uniform nach Deutschland gekommen sei, dass sie bei einem Besuch eines Konzentrationslagers angesichts der Leichenberge, die da lagen, gesagt hat, ich schäme mich, Deutsche zu sein. Dabei hat er übersehen, dass sie sich dazu bekannt hat, Deutsche zu sein. Und wenn es eines Beweises durfte, dass sie nicht gegen Deutschland, sondern gegen Hitler gekämpft hat, dann ist es ihr letzter Wunsch, in Berlin beerdigt zu sein. Nach Europa ging sie nach Israel. Und sie hat mich eingeladen, aber ich musste irgendwann nach einem Sonderurlaub wieder zurück als Gerichtsreferendar weitermachen. Und ich konnte nicht mitkommen, aber sie hat mir später geschrieben. Da stelle ich voraus, dass sie bei jedem Konzert auf der weiten Welt 5 Lieder in Deutsch gesungen hat. Ihre Berliner Lieder. Johnny, wenn du Geburtstag hast. Oder wir werden weinen, wenn man auseinandergeht, wenn in der nächsten Ecke schon ein anderer steht. Oder mein Lieblingslied, ich weiß nicht, zu wem ich gehöre, wahrscheinlich gehöre ich nur mir, ganz allein, blaue Engel und so. Weil sie sagte, das kann man nicht übersetzen. Es war in Amerika, Japan, England, Frankreich. Nun kam sie nach Israel und der Impresario sagte, Marlene, ich habe deine Konzerte gehört und mir aber eingefallen, kein Deutsch auf der Bühne. 1960. Hier in Israel hat noch keiner auf einer Bühne Deutsch gesungen oder Deutsch gesprochen. Und dann sagt sie, ich werde mein Programm nicht ändern. Ich werde diese Lieder singen, denn Deutsch ist die Sprache von Heinrich Heine, Johann Wolfgang von Goethe und nicht die des Herrn Hitler, denn dessen Deutsch war miserabel. Das war Marlene Dietrich und zum Abschluss noch etwas Privates zwischen ihr und mir. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich keine Bettgeschichten erzählen werde. Aber jetzt zum Schluss hat es mich doch erwischt. Ich verrate Ihnen das Hotel. Das war in Düsseldorf, das Parkhotel. Und ich hatte mir eine Erkältung geholt. Und da die Sachen sehr schwierig waren, hat sie immer nach dem Konzert ihren musikalischen Leiter, Bert Bacharach, der später weltberühmt wurde mit seinen Songs,
und den Fritz Rau und so weiter. Zu einem, denn vor dem Konzert konnte man nicht essen, zu einem späten Essen mit Steak und Salat, kein Brat, Kartoffel, kein Spätzle, nichts Gescheites, Steak und Salat. Und da ich erkältet war, sagte ich, Marlene, heute kann ich nicht kommen, ich muss ins Bett. Ich muss morgen ja wieder okay sein. Und ich ging ins Bett, schwitzte vor mich hin. Plötzlich, nach Mitternacht, öffnete sich meine Zimmertür und im Gegenlicht des Gangs stand die schönste Frau. Ich lag da leicht fiebrig und sagte mir, Fritz, jetzt bist du übergeschnappt, die Tournee war zu hart. Jetzt erscheint sie dir schon, Gott sei Dank, als schönes Gespenst. Komm, schlaf. Und da plötzlich schwebte sie live auf mich zu. Ich war glücklich und gerade vor kurzem verheiratet, hab sofort meine Decke hochgehoben. Sie lächelte, nahm die Decke weg. Ich wurde schwach. Und sie knüpfte mir den Schlafanzug auf. Woraus Sie jetzt merken, dass ich jede Nacht mit zugeknüpftem Schlafanzug schlafe. Und ich lag da. Meine Brust war so blau, weil ich minutenlang nicht geatmet habe. Aber ich hatte mich ergeben. Dann greifst du in die Tasche. Oh Gott, was bringt? Hol eine Dose wie Quaberup raus und reibt dir die Brust ein. Und sagt, so Fritz, das wird dir gut tun. Und entspannt. Das war vor 45 Jahren, ich habe es nicht überwunden. Und fragen Sie mich nicht nach den Fortsetzungsträumen. Soll mal einer sagen, die Riesen hätten kein Temperament. Bitte. You know I